Why did she... Rose, is the injury you got from him starting to hurt? Oh, no, I'm totally fine. It's just really embarrassing for me to get hurt like that when being kept ransom. No. What's really scary is that he would do such a thing without hesitation. And plus... Simone's reaction. Yes. Her illusions are really something. Her skills are quite unusual, but there's something even stranger about her. You mean how she isn't affected by malevolence? Yes. Or rather, how deeply she believes in him from the bottom of her heart. But how could she? When she was shot, she was smiling. How could she trust him so? Only she knows the answer. But Simone has remained a seraph while following the will of Heldalf. That much is true. So then what's really dangerous is how pure she actually is. Pretty ironic. Yeah. Ich weiß gar nicht. Oh nein, jetzt wird der nächste rum. Doch, nach oben. Vorbei! Waren wir hier überhaupt schon mit der Gigantenkraft schon, oder? Ich nicht. Prüfen! Und? Wir bekommen... Yes, Mithril. Mithril Wow! is ours, baby! Let's take it to the weaponsmith in Logren. Und dann eine silberne Truhe. Ja. Beuteschrank. Oh, ich glaube, wir waren hier nicht. Denn dann müssten wir eventuell noch hier irgendwas... Vergiss nicht, dass wir auch demnächst unsere Elixiere oder Trank des Lebens aufstocken. Stimmt. Ich bin so überhaupt nicht mehr darauf fokussiert, was einzukaufen, dass ich das komplett vergesse. Wobei wir, glaube ich, im letzten Kampf nicht so viele verbraucht haben wie im ersten. Ja, das stimmt allerdings. Weil wir da einfach schlau waren. Fuck. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel ein Gespräch verpasst. Oh. Da hätten wir mit Dazzle hingemusst. Der hätte uns was über den Hirschkäfer erzählt. Aber Savid ist einfach zu... Also Savid weiß halt nicht so viel wie Dazzle. Dazzle weiß irgendwie alles. Aber das heißt, dass wir tatsächlich noch nicht hier waren, seit wir die Gigantenkraft haben. Hä? Im Kopf dachte ich mir gerade, es musste die Vergangenheit bedeuten, weil er ja nicht mehr da ist. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, Wus. Nein, das stimmt irgendwas nicht. Das stimmt noch ganz viel mehr nicht, weil ich gesagt habe, Savid weiß nicht so viel. Und da passt es einfach nicht. Dass Nein, du hast gesagt, Dazzle weiß einfach viel. I made some snacks. Hast du gesagt. Das können wir nachprüfen. Ich habe aber auch gesagt, dass Savid nicht so viel weiß. Ja, aber danach hast du gesagt, dass Dazzle nicht so viel... dass Dazzle nicht so viel viel weiß. Ja. Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall, dass es wusste. Ah, Dazzle wusste einfach viel mehr. Mhm. Wus. Was ist denn falsch? Er war so wüst. Jemand, der Rain sagt und Melia. Hä, wieso? Melia ist doch richtig. Nein, Melia ist richtig. Oh. Weißt du, hörst du das Spiel schon an? Da schaust du dir die Cutscenes an? Dann sollten sie den Namen vielleicht mal richtig schreiben. Du sollst einfach mal richtig zuhören. Hier war doch... Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir hier noch was untersuchen können. Oder kommt das erst später? Da muss man da dreimal hin, das finde ich total Oh unnötig. nein, das ist noch was wir da jetzt verpasst haben. Naja. Scheiße. Ich kann ja ein Gespräch mit denen nachstellen. Sind das essbare Pilze? Nein, da haben sie gesagt, dass die Pilze vermehrt wachsen, wenn es vorher gewittert hat. Und da haben sie dann einen Spruch gebracht, der auf Englisch halt mehr Sinn ergibt. Regen bringt Segen war, glaube ich, dann die deutsche Übersetzung. Und dass sie eine reiche Pilzernte Sorey zu verdanken haben, weil er ständig dann dafür gesorgt hat, dass halt Zenris sauer war und es deswegen oft gewittert hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon funktioniert. Ich kann es ja mal ein bisschen vorwegnehmen. Wir kommen ins Cuts Corner, indem wir bei... Nein, spoiler mich nicht. Shit, dir recht. Weil Soreys Großvater nämlich die einzige Erlaubnis besitzt, ins Cuts Corner zu gehen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon möglich ist
oder halt erst viel, viel später. Es kann auch sein, dass wir erst kurz vor Schluss ins Cuts Corner kommen. Und was ist im Cuts Corner? Ein schwerste optionale Kampf. Ach, war Phoenix nicht. War nicht der optional. schwerste. Er war optional, aber nicht der schwerste. Ah, Kacke. Vöglein Die fliegt. Henne. Du meinst verdammte Axt. Wie ich es mir jetzt umgewöhnen will. Heilige Kacke. Nein, verdammte Axt finde ich viel schöner. Nein, ich mag heilige Kacke. Nein, magst du nicht. Jeder mag heilige Kacke. Okay, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir müssen mit einem Katzenseraphim sprechen, damit wir herausfinden, wie wir nach Cuts Corner kommen. Und dann wird erst getriggert, dass es weitergeht. Wieso bin ich eigentlich da nicht gleich drauf gekommen? Ich glaube normalerweise, die haben bestimmt doch einen Tipp gegeben und wir haben wieder nicht aufgepasst. Weil du nie aufpassen möchtest. Aber, Yeah. es ist jetzt hier die letzten 5 Minuten ruhig. Ja, die letzten 5 Minuten. Ja, aber ich habe gehört, dass es einen hochrangigen Seraphim gab, einen Blitznutzer, der ihr Dorf häufig besucht hat. Ja, das ist ja eigentlich schon der Hinweis, dass es der Großvater ist. So, Logrin kann ich jetzt theoretisch... Ja, gut. Nee, Logrin haben wir ja schon angesprochen. Dann versuchen wir es jetzt doch mal schnell in Elysia. Und dann gucken wir mal. Opa, wir möchten da gerne hin. Stimmt. Und sobald wir nämlich vom Opa die Pfeife haben, dann müssen wir nach Highland. Und da ist dann eine Katze, die sieht dann, oh, das ist ja die Pfeife von der Pfeife. Und deswegen können wir dann dahin. Und es geht noch nicht. Voll einfach. Nicht schon wieder, nein. Na, oh, hast du es gesehen? Rose stand im Weg. Alter, Rose, wie kannst du nur? Eine Freundin, mit der ich immer gespielt habe. Ist das völlige... Ja, richtig aus. Richtungsgenie und kommt halt gar nicht... Ja, für jeden, der so ein Orientierungslegastheniker ist wie Ja. wir, muss es ja einen Orientierungsgenie geben. Ich sag ja, also es war sarkastisch. Sie ist nämlich ein... Orientierungslegastheniker? Ach so! Also aber ein völliger. Wir haben mal... Oh, das war so witzig. Wir haben mal 4-3 miteinander gezockt. Also das Ballerspiel 4 mit Alma. Nur damit es keine... Hä, was ist das 4-3? 43, was ist los? Ja, und sie hat sich umgedreht und stand in so einer Ecke und dann war es halt dunkel. Und dann dreht sie sich nochmal um und hat auf die andere Wand geguckt. Und sie so, hä? Ich finde hier nicht mehr raus. Und ich stand hinter ihr. Hey there, Saray. Young lady. You look well. Glad we found you. Have you learned anything about Maltellus? Right down to brass tacks, I see. Nothing much, I'm afraid. Listen, Maven. I do understand this infringes on the taboo. But Saray is the only shepherd we have right now. Please, I ask you to lend him your power so that he may walk his path without regrets. Maven, you can really hear them? Huh? What are you talking about? Storyteller, we need you. I see. So this man is the current storyteller of time. Storyteller? You must really be in a bind this time, huh? I won't say we aren't. I shall lend you my power. But you do know what that means, don't you? Yes. You're a scary one, lass. Well, I'm lost. Seriously, Lila, Maven, can someone please explain what's going on? Now, hang on a minute. Do you understand how momentous of a decision you're presenting me with here? Wait a minute. Is this the taboo Lila mentioned earlier? That's correct. But as an explorer, I'll give you a bit of advice. If it doesn't all add up, the sensible conclusion is that you're missing a piece somewhere. Also, relics are not only to be found in ruins. Remember that. Are you talking about the Earth and Historia? It's true, we only got bits and chunks out of those. What is it you know? For now, just search and trust your hunches. Everything else starts from there.
You never could give a straight answer. I'll be sticking around here. Come back once you're satisfied in your search. Got it. We'll be back. Thanks a lot, old man. So, wir haben jetzt die Aufgabe, die Ehrenwerte, nämlich die Earth and Historia zu suchen. Sergei und seine Männer sind sehr wachsam. Geht es den Sperlingsfedern gut? Wäre schön, wenn wir die Iris-Steine kaufen könnten. Dort wimmelt jetzt nur so vor Grenzwachen? Ein Königreich muss seine Gesetze mit Dinge. Natürlich so können. Was ist hier los? Ah, hier guck mal. Ach, das Mystery. Agil, find anything interesting? Nein. Sure Oh. did, boss. Sperlingsfedern. Oh. Remember how you were looking for iris gems? Earth and Historia! Did you find one? We did, but we were a little late. Someone besides Saray wants them? The guy that brought it is a priest who's studying archaeology. Archaeology? Is he studying ruins? I'm not really sure, but he has published several books. Oh man, that's awesome! I'm interested in his writing. Could you try to stay on topic for once? And who's this researcher? As far as I know, he went to the Litwurg Bearwoods near Plitzerback wetland for some research. That's pretty dangerous. Though I do understand how he feels. I'm a bit worried. Let's go. So. Dann müssen wir die anderen eigentlich auch noch abklappern, wenn wir denn noch mehr zum Abklappern haben. Wir haben hier den... Ah, stimmt, wegen dem Mithril. Ja. Das wäre geil. Ich habe noch nie Mithril-Waffen gehabt. Das ist in der Tat Mithril. Wie versprochen werden wir Brüder zusammenarbeiten, um dich mit Mithrilwaffen auszurüsten. Au! Es wird Zeit, dass wir der Welt zeigen, welche geheime Kunstfertigkeit wir von unserem verstorbenen Vater Milton gehabt haben. Weil ich habe das letzte Mal das Mithril einsammeln können, aber uns hat eben bei einem Shop die Level 3 gefehlt. Wir haben diese Ausrüstung aus Mithril mit unserem Herzblut angefertigt. Statt Wasser haben wir nämlich das Schwert mit Herzblut. Ich hoffe, dass ihr auf seiner Reise viel hilft. Ich wollte weiter erzählen. Auf jeden Fall hat sie sich dann umgedreht und wusste nicht mehr, wo sie ist. Und ich stand einfach nur hinter ihr und dachte mir so, was zur Hölle, Mädel? Mädel! Dann waren wir in einem Online-Spiel und ja, hast du deine Freund gehört, die sie Heilige nennen, die in den Häftlingsaustausch perfekt. ging. Ja. Eine heilige A holy woman, huh? Eine heilige Frau in den Moor. In dem wahren Terrifying. Moor, was nicht einfach eine Wüste ist. A chaste young shepherd boy wouldn't understand, would he? Wieso sitzt der jetzt I da? guess not. Der nicht die ganze Zeit stehen wollte. Entschuldigung, der ist alt. Würdest du die ganze Zeit stehen? The storyteller of time, huh? Hmm? You knew about Maven too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. And when I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earth and Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right? Hast du Mithril? A weapon Nein. of Mithril. I can feel its immense power just holding it in my hand. Does seem like a bit of a waste, though. You do realize how much that sells for, right? I think this right here is a better investment. Weapons symbolize the spirit of adventure. So you're a real man after all, Sheps. Spirit of adventure? Huh? Was I off? What do you mean, then? This is something we were only able to obtain because we traveled to every corner of the world. So this weapon is one of the answers our journey led us to. Oh, I get it. Ugh, I should have known. You're still an incorrigible choir boy. You should be grateful, Zavid. If he'd been following your example, they'd have chucked all the mithril into the ocean for the good of humanity. Undoubtedly. Jetzt haben wir alle angesprochen und jetzt sollten wir... Wo willst denn du als erstes hin?
Nach Pendrago willst du... Ein Priester, der Archäologie studiert? Ach so, stimmt ja, der Richwag-Wald. Da müssen wir auch noch hin. Du meinst der Richwag-Wald. Aber da müssen wir sowieso Stromwind. Durch das komische... Warte mal, wo können wir denn die Irissteine kaufen? Pendrago. Also in Pendrago können wir, glaube ich, an 2 kommen. Und wir können uns aber auch durch ein Moor betteln. Was ewig dauert. Wir gehen zuerst nach Pendrago. Habe ich jetzt spontan entschlossen. Theoretisch müssten wir auch übernachten, aber das machen wir auch in Pendrago. Pendrago. Oh, es wird sogar angezeigt jetzt, wo du die findest. Na, endlich. Und deswegen, das werden jetzt zum Beispiel hier in den Ganglien-Ruinen haben wir ja das schon eingesammelt. Da fehlt jetzt logischerweise das Ding hier. Aber das erfahren wir, glaube ich, erst in Pendrago. Ja. Pendrago. Außerdem müssen wir noch die restlichen Mithril. Wir müssen die restlichen Meal-Items sammeln. Hier sind wir schon wie zu Hause. Na egal. Sequenzen. Today's dinner was a little hard to swallow for growing boys like us. Even if you're not a youngin', this stuff is so bland. I chose it so we could all have something healthier to eat for once. Looks like it wasn't well received, though. It's great that it's healthy and all, but this is too much of a good thing. Yeah, it's not very chewy or crunchy, very subtle in flavor. No matter how you look at it, it wasn't very satisfying. It certainly was quite a radical dinner. You didn't have to say that much about it. That really hurts. I've been working hard to make sure everyone's health stays in check, and not to mention our wallets. Whoa! Hey, we don't blame you for anything. Isn't that right, Mikleo? Zavid? Right. We know how much you care for us out there. I'm really grateful. Thank you. Yeah, that's right. Thanks for caring about us. Glad to have you by our side. I'm so glad to hear it. Now then, guess it's time for a second helping. Wait, so you only made this because it was what you really wanted to eat?